Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weisheiten zum Mitnehmen. Thema heute: Dagegen oder dafür? Genauer, was genau machen diese beiden Wörter mit unserer Psyche? Teil 1 von 4. Ich behaupte und argumentiere dahingehend, dass es zielführender ist, sich auf positive Lösungen und Bedürfnisse zu konzentrieren, als gegen Probleme zu kämpfen. Ich betone, dass die Verwendung des Wortes gegen negative Schwingungen erzeugt und zu Hass und Negativität führen kann. Stattdessen sollte man sich darauf konzentrieren, etwas für sein eigenes Wohlbefinden zu tun und seine Bedürfnisse erfüllen. Dies führt zu positiven Veränderungen in der Stimmung und im Leben. Ich lese, höre und sehe oft Sätze wie: Was machst du gegen deine Angst? Was machst du gegen Stress? Was machst du gegen Gewalt? Was machst du gegen Mobbing? Warum bist du gegen das Impfen und so weiter? Im Folgenden möchte ich versuchen aufzuzeigen, warum wir das Wort gegen so oft benutzen. Also, warum benutzen wir so oft das Wort gegen? Dieses Verhalten, bei dem wir in erster Linie nach einem Schuldigen suchen, wenn uns etwas stört oder negative Emotionen auslöst, kann auf verschiedene psychologische Mechanismen zurückgeführt werden. Ein möglicher Grund ist der sogenannte Attributionsfehler. Ja, ganz schön hochtrabend, gell? Dieser bezieht sich auf unsere Tendenz, das Verhalten anderer Menschen auf deren Persönlichkeit oder Charaktereigenschaften zurückzuführen, während wir unser eigenes Verhalten eher auf äußere Umstände oder Situationen schieben. Dieser Mechanismus ermöglicht es uns selbst als unschuldig und die anderen als schuldig darzustellen. Ein weiterer Grund ist der Wunsch nach Kontrolle und Sicherheit. Wenn wir uns von anderen bedroht oder gar verletzt fühlen, suchen wir nach einem Schuldigen, um die Situation besser verstehen und kontrollieren zu können. Indem wir diese Verantwortung auf andere übertragen, fühlen wir uns vorübergehend entlastet und können uns selbst als Opfer darstellen. Darüber hinaus kann auch der soziale Einfluss eine Rolle spielen. In der Gesellschaft gibt es oft den Druck, nach einem Schuldigen zu suchen und jemanden zur Rechenschaft zu ziehen, wenn etwas Schlimmes passiert ist. Dies kann dazu führen, dass wir automatisch nach einem Schuldigen suchen, um den Erwartungen der Gesellschaft gerecht zu werden. Ein Beispiel hier zum besseren Verständnis: Als bei einem Verkehrsunfall, bei dem ich involviert war, die Polizistin den Unfall aufnahm und dann zu mir kam, stellte sie mir folgende Frage: Und was werfen Sie dem Gegner vor? Äh, Ich schaute sie an und antwortete: Ich werfe ihm gar nichts vor. Wie kommen Sie darauf? Diese Antwort hat sie wohl nicht erwartet. Ein wesentlicher Punkt an diesem Beispiel ist, dass die Polizeibeamtin davon ausging oder annahm, dass sich die andere Partei für den Vorfall verantwortlich machen will. Mehr noch, dass ich ihr die Schuld vorwerfen wollte. Dieses Beispiel verdeutlicht einmal mehr die gesellschaftliche Erwartung, in solchen Situationen einen Schuldigen zu finden, stellt aber auch die Frage, warum diese Annahme überhaupt getroffen wurde. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass diese Dinge oft im Unterbewussten ablaufen und jeder hat unterschiedliche Tendenzen, nach einem Schuldigen zu suchen. Manchmal neigen wir auch dazu, unsere eigene Wut auf andere zu übertragen. Wir projizieren sozusagen unbewusst unsere eigene Aggressivität auf andere. Es kann helfen, wenn wir uns bewusst darüber sind, wie wir reagieren und wenn wir bereit sind, Verantwortung für unsere eigenen Gefühle und Handlungen zu übernehmen. Das kann uns helfen, diesen Mechanismus zu durchbrechen und bessere Lösungen zu finden.
Ja, warum projizieren wir unsere eigene Aggressivität auf andere? Nun, manchmal passiert es eben, dass wir unsere eigenen unangenehmen Gefühle wie Wut oder Aggressivität auf andere Menschen übertragen. Das nennt man Projektion. Wir machen das, um uns selbst nicht die Schuld zu geben und um diese unangenehmen Emotionen loszuwerden. Nach Sigmund Freud, einem bekannten Psychologen, kennt ja jeder, ist Projektion eine Art, mit unerwünschten Gedanken oder Gefühlen umzugehen. Wenn wir also unsere Wut auf andere projizieren, können wir uns so fühlen, als wären wir unschuldig und die anderen schuldig. Manchmal hilft uns diese Projektion auch dabei, mit unserer eigenen Unsicherheit oder Angst umzugehen. Wenn wir die Verantwortung für unsere Wut auf andere übertragen, fühlen wir uns für einen Moment besser und können uns als Opfer darstellen. Wichtig zu wissen ist, dass Projektion meistens unbewusst passiert. Um damit umzugehen, können wir versuchen, unsere eigenen Gefühle zu reflektieren und Verantwortung für sie zu übernehmen. Außerdem sollten wir uns bewusst machen, dass unsere Sicht auf andere oft von unseren eigenen inneren Konflikten und ungelösten Emotionen beeinflusst wird. Falls du dich jetzt fragst, was denn so schlimm ist oder was passieren kann, wenn wir das Wort gegen benutzen, schau dir mein nächstes Video an. Ich bin mir sicher, na gut, fast sicher, das hättest du nie gedacht. In diesem Sinne, Weisheiten zum Mitnehmen, bleibt mir gewogen, euer Georg Moravidis. Bis zum nächsten Mal.